In den USA werden täglich über 500 Millionen Tassen Kaffee getrunken. Und in Europa sieht es nicht anders aus. In vielen Ländern trinken die Menschen mittlerweile mehr Kaffee als Wasser. Doch was landet da wirklich jeden Tag in deinem Körper? Warum landen international verbotene Nervengifte in deinem Frühstück? Wie viel krebserregendes Acrylamid wird dir weltweit als Premiumröstung verkauft? Und wer optimiert die Kosten auf Kosten der Qualität, während die Preise global steigen? Jacobs, Starbucks, Nestlé. Wir nehmen die Weltmarken unter die Lupe. Wer gewinnt das Duell gegen den ewigen Rivalen Tee und wie ist es möglich, dass Weltkonzerne Produkte mit derart hohen Schadstoffwerten verkaufen? Hier ist das Ranking der 10 größten Marken, basierend auf den aktuellsten Laborwerten von 2026. Ich zeige euch einen einfachen 10-Sekunden-Trick für zu Hause, mit dem ihr sofort selbst testen könnt, ob euer Kaffee im Schrank wirklich rein ist oder ob ihr minderwertige Industrieware trinkt. Wir starten unser Ranking mit Platz 10. Jacobs. Gegründet 1895 in Bremen, ist diese Marke heute ein Synonym für den Kaffeemarkt in ganz Europa. Doch die schiere Größe schützt nicht vor massiver Kritik in den Laborberichten von 2026. Das Hauptproblem bei Jacobs ist das industrielle Verfahren der Schockröstung. Hier werden die Bohnen für nur etwa 90 bis 120 Sekunden einer extremen Hitze von bis zu 400 Grad ausgesetzt. Das Ziel? Maximale Geschwindigkeit. Das Ergebnis? Die Bohne verbrennt außen, während sie innen oft noch fast roh ist. In den aktuellen Analysen liegt Jacobs hier oft gefährlich nahe an den oberen Richtwerten. Doch es geht nicht nur um Schadstoffe, sondern auch um den sogenannten Skimpflation-Verdacht. Fachleute beobachten, dass der Anteil der edlen Arabica-Bohne in den Mischungen schleichend sinkt, während der billigere, oft erdig schmeckende Robusta-Anteil steigt. Das erklärt, warum Blindverkostungen den Geschmack oft als metallisch oder aschig beschreiben. Jacobs ist ein Paradebeispiel für ein Massenprodukt, bei dem die industrielle Effizienz über der Reinheit der Bohne steht. Weiter geht es mit Platz 9. Maxwell House. Gegründet im Jahr 1892 in den USA, gehört diese Marke zu den absoluten Urgesteinen der Kaffeegeschichte. Doch im Jahr 2026 wirkt das technische Konzept der Marke zunehmend veraltet und riskant. In Berichten von Verbraucherschutzorganisationen wie dem US-basierten Clean Label Project wurde Maxwell House mit nur 4,5 von 10 Punkten bewertet. Der Hauptvorwurf? Ein im Vergleich zu Mitbewerbern deutlich erhöhter Wert an Schadstoffen. Da Maxwell House auf gigantische Mengen für den Weltmarkt setzt, kommt eine aggressive industrielle Schnellröstung zum Einsatz. Dabei werden die Bohnen in riesigen Zentrifugen bei extremen Temperaturen regelrecht gefeuert. Dieser Prozess begünstigt nicht nur die Bildung von krebserregendem Acrylamid, sondern führt auch zur Entstehung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen. Diese Stoffe entstehen, wenn die organische Substanz der Bohne ungleichmäßig verbrennt. Ein klares Zeichen für mangelnde Präzision im Röstprozess. Während moderne Konsumenten weltweit nach Clean Label suchen, bleibt Maxwell House ein industrielles Massenprodukt, bei dem Quantität und billige Logistik vor der gesundheitlichen Reinheit stehen. Auf Platz 8 folgt Dankin. Gegründet 1950 in Massachusetts, hat sich die Marke zu einem globalen Giganten für Kaffee und Gebäck entwickelt. Doch hinter dem Image des schnellen Wachmachers verbergen sich technische Risiken in einer der komplexesten Lieferketten der Welt. Aktuelle Berichte unabhängiger Organisationen wie dem Clean Label Project sorgten Anfang 2026 für Schlagzeilen, als in Proben Rückstände von Herbizidderivaten wie AMPA nachgewiesen wurden. AMPA ist das Hauptabbauprodukt von Glyphosat. Das Problem dabei: Da Duncan gewaltige Mengen an Rohkaffee aus Regionen mit intensiver industrieller Landwirtschaft bezieht, ist eine Rückverfolgung bis zur einzelnen Pflanze technisch kaum möglich. Diese chemischen Schattenseiten der Massenproduktion werfen ernsthafte Fragen über die Reinheit der Rohbohnen auf, selbst wenn die Werte oft noch knapp innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte liegen. Doch ein weitaus größeres technisches Problem betrifft die globale Logistik.
Die Bohnen reisen oft in riesigen Polymersäcken über die Weltmeere. Laboranalysen deuteten darauf hin, dass durch die extreme Hitze und Feuchtigkeit in den Schiffscontainern eine chemische Migration stattfindet. Spuren von Mikroplastik und Phthalaten können so direkt in das Endprodukt gelangen. Für dich als Konsumenten bedeutet das, du kaufst zwar Schnelligkeit und ein weltweit standardisiertes Aroma, gehst aber technische Kompromisse bei der Reinheit der Inhaltsstoffe ein. Wer seinen Kaffee als reines Naturprodukt ohne industrielle Rückstände genießen möchte, findet bei Danken oft ein Produkt vor, das technisch auf maximale Logistikeffizienz statt auf kompromisslose Schadstofffreiheit optimiert ist. Platz 7 belegt der unangefochtene Gigant des Weltmarktes, Nescafé. Seit der Gründung 1938 in der Schweiz hat Nestlé mit dieser Marke das Konzept von Kaffee radikal verändert. Doch die extreme Bequemlichkeit von Instant-Kaffee hat einen Preis, der sich erst unter dem Mikroskop offenbart. Aktuelle technische Analysen aus dem Jahr 2026 zeigen ein besorgniserregendes Muster. Besonders bei den klassischen Instant-Varianten liegen die Acrylamid-Werte oft am äußersten Limit der internationalen Sicherheitsempfehlungen. Der Grund dafür ist die sogenannte mehrfache thermische Degradation. Um lösliches Pulver zu erzeugen, wird der Kaffee nicht einfach nur gebrüht. Er wird in riesigen industriellen Anlagen unter extremem Druck und Hitze extrahiert. In diesem Stadium wird die Zellstruktur der Kaffeebohne förmlich zertrümmert, um auch noch das letzte Milligramm löslicher Substanz herauszupressen. Danach folgt die Sprühtrocknung, bei der das Kaffeekonzentrat durch heiße Luftdüsen gejagt wird, oder die Gefriertrocknung. Diese massiven physikalischen Eingriffe zerstören fast alle natürlichen Antioxidantien und begünstigen die Bildung von Schadstoffen. Was am Ende in deiner Tasse landet, bezeichnen Experten oft als chemisches Skelett eines Kaffees. Doch es kommt noch ein wirtschaftlicher Faktor hinzu: die Skimflation. Laboruntersuchungen deuten darauf hin, dass Nescafé den Anteil der teuren, milden Arabica-Bohnen immer weiter reduziert und durch billige, koffeinintensive Robusta-Bohnen ersetzt. Um den daraus resultierenden erdigen und oft bitteren Geschmack zu korrigieren, wird technisch mit Aromastoffen nachgeholfen, damit das Produkt weltweit immer identisch schmeckt. Nescafé ist im Jahr 2026 ein hochgradig verarbeitetes Industrieprodukt, ein chemisch stabiles Ersatzprodukt, das mit der Reinheit einer echten Kaffeebohne kaum noch etwas gemeinsam hat. Auf Platz 6 finden wir Costa Coffee. Gegründet 1971 in London, hat sich Costa zur zweitgrößten Kaffeekette der Welt entwickelt. Doch in den technischen Qualitätskontrollen für das Jahr 2026 zeigt die Marke ein sehr gemischtes Bild, das besonders bei der chemischen Stabilität Fragen aufwirft. Ein positiver Aspekt vorab: In Laboranalysen auf Schimmelpilzgifte wie Ochratoxin A schneidet Costa meist vorbildlich ab. Diese Giftstoffe entstehen oft bei falscher Lagerung der Rohbohnen, doch Costa scheint seine Feuchtigkeitskontrolle im Griff zu haben. Das eigentliche technische Problem liegt jedoch in der Oxystabilität. Kütle-spektrometrische Daten zeigen, dass die Bohnen der Signature Blend eine überdurchschnittlich hohe Oxidationsgeschwindigkeit aufweisen. Was bedeutet das für euch? Sobald die Versiegelung der Packung bricht, reagieren die empfindlichen Kaffeeöle aggressiv mit dem Sauerstoff in der Luft. Die flüchtigen Aromastoffe verflüchtigen sich bei Costa messbar schneller als bei vergleichbaren Premium-Röstungen. Das Ergebnis ist ein rapider Geschmacksverlust. Der Kaffee schmeckt nach kurzer Zeit oft flach, pappig und verliert seine charakteristische Note. Zusätzlich steht Costa im Zentrum einer technologischen Debatte, der massiven industriellen Automatisierung. Um Betriebskosten zu senken, setzt die Marke weltweit auf Smart Cafés, vollautomatisierte Roboter-Baristas. Technisch gesehen ist das ein Problem für die Qualität, da Kaffee ein Naturprodukt ist, das je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur täglich angepasst werden müsste. Ein Roboter liefert nur ein programmiertes Standardergebnis. Wer Costa trinkt, erhält ein hygienisch einwandfreies, aber hochgradig standardisiertes Industriegetränk, das in Sachen aromatischer Tiefe und frische Stabilität oft weit hinter den Erwartungen an einen echten Premium-Kaffee zurückbleibt. Platz 5 belegt der Gigant aus Seattle, Starbucks.
Seit der Gründung im Jahr 1971 hat kein anderes Unternehmen die globale Kaffeekultur so massiv geprägt. Doch hinter dem perfekt inszenierten Lifestyle-Image verbergen sich im Jahr 2026 ernsthafte technische und rechtliche Diskussionen, die jeden Konsumenten hellhörig machen sollten. Rein technisch betrachtet schneidet die Bohnenqualität in vielen Labortests oft mit gut ab. Das liegt daran, dass Starbucks aufgrund seiner Marktmacht extrem strenge Reinheitsstandards bei den Rohbauern durchsetzen kann. Doch das eigentliche Problem liegt nicht nur in der Bohne, sondern in der Hardware, den Bechern. Aktuelle kütle-spektrometrische Analysen zeigen, dass die Kunststoffbeschichtung der typischen Einwegbecher bei Temperaturen über 80 Grad, was bei heißem Kaffee Standard ist, Partikel von PFAS freisetzen kann. Diese sogenannten Ewigkeitschemikalien stehen im Verdacht, das Immunsystem zu schwächen und hormonell wirksam zu sein. Wer täglich seinen To-Go-Becher nutzt, nimmt diese Stoffe schleichend auf. Ein weiterer technischer Kritikpunkt ist die Röstphilosophie. Um weltweit einen absolut identischen Geschmack zu garantieren, egal ob in New York, Berlin oder Istanbul, werden die Bohnen extrem dunkel geröstet, der sogenannte Dark Roast. In Fachkreisen nennt man das den Charcoal-Effekt. Die aggressive Hitze zerstört die feinen, fruchtigen Nuancen der Bohne und lässt nur bittere, röstintensive Aromen übrig. Es ist eine technische Methode, um Qualitätsunterschiede in der Rohware zu maskieren. Besonders brisant wurde es am 15. Januar 2026 und Koffein genutzt, gilt aber als hochgradig gesundheitsbedenklich. Wer Starbucks wählt, kauft ein Erlebnis, muss aber technische Kompromisse bei der Röstbalance und der chemischen Sicherheit der Verpackung in Kauf nehmen. Wenn dir solche knallharten Laboranalysen gefallen, dann lass jetzt kurz ein Abo und ein Like da. Wir checken hier regelmäßig, was die Industrie wirklich in unsere Lebensmittel mischt, damit du es nicht tun musst. Und jetzt weiter mit den Top-Plätzen. Platz 4 geht an Nespresso. Gegründet 1986 in der Schweiz, hat diese Marke den Kaffeekonsum durch die Perfektionierung der Kapseltechnologie weltweit revolutioniert. Und man muss objektiv bleiben. Technisch gesehen ist das System eine Meisterleistung. Laboranalysen bestätigen immer wieder, dass die patentierten Aluminiumkapseln den gemahlenen Kaffee zu fast 99% vor Oxidation schützen. Während Bohnen in einer geöffneten Packung stündlich an Aroma verlieren, bleiben die flüchtigen ätherischen Öle in der Kapsel über Monate stabil. Das garantiert eine Konsistenz, die kaum ein anderes System erreicht. Doch diese technische Medaille hat eine dunkle Kehrseite. Die Kütle-spektrometrische Untersuchung der gesamten Umweltbilanz zeigt, dass die Produktion von Primäraluminium einen gewaltigen Energieaufwand erfordert. Selbst wenn das Recycling funktioniert, bleibt der energetische Fußabdruck pro Tasse im Vergleich zu Filterkaffee technisch gesehen unverhältnismäßig hoch. Ein weiterer massiver Kritikpunkt im Jahr 2026 ist die zunehmende technische Abschottung des Systems, das sogenannte Lock-in-Prinzip. Berichte über die neuesten Maschinengenerationen zeigen, dass Nespresso nun verstärkt auf RFID-Chips in den Kapseln setzt. Diese Chips kommunizieren mit der Maschine und können Kapseln von Drittanbietern erkennen und im schlimmsten Fall blockieren oder die Brühparameter verschlechtern. Es ist der Versuch, ein digitales Monopol in deiner Küche zu errichten. In professionellen Tasting-Panels wird zudem oft die Textur kritisiert. Durch den extrem hohen Druck von 19 Bar entsteht zwar eine dichte Crema, doch diese wird bei vielen Sorten durch technische Zusätze stabilisiert, was den natürlichen Charakter der Bohne oft maskiert. Wer Nespresso nutzt, entscheidet sich für maximale Bequemlichkeit und aromatische Sicherheit, bindet sich aber an ein geschlossenes digitales System mit einer hohen ökologischen Last. Auf Platz 3 kommen wir zur wohl größten Überraschung unseres gesamten Rankings. McCafe. Gegründet 1993 als Antwort von McDonald's auf die wachsende Specialty-Coffee-Kultur, hat sich McCafe im Jahr 2026 als echter technischer Geheimtipp erwiesen, der die Fachwelt verblüfft. In umfassenden Laboranalysen vom Dezember 2025 schnitten die Kaffee-Crema-Bohnen von McCafe mit der Note Gut
2,0 ab. Damit ließen sie Marken hinter sich, die teilweise das Dreifache kosten. Doch wie ist das technisch möglich? Der Schlüssel liegt in der hocheffizienten Systemgastronomie-Logistik. Während Premium-Bohnen in Feinkostläden oft Monate im Regal oxidieren, hat McCafe einen derart gewaltigen weltweiten Durchlauf, dass die Bohnen kaum Zeit haben zu altern oder Schadstoffe durch lange Lagerung zu entwickeln. Besonders beeindruckend sind die Kütle-spektrometrischen Daten. Pestizide wie Glyphosat oder das in vielen Anbauländern problematische Chlorpyrifos waren in den Proben faktisch nicht nachweisbar. Das deutet auf ein extrem strenges, automatisiertes Qualitätsmanagement in der Lieferkette hin, das bei der schieren Masse von McDonald's effizienter greift als bei manchem Luxusröster. Tasting Panels beschreiben den Kaffee als extrem massentauglich. Technisch wurde hier auf eine sehr geringe Säure und eine stabile schokoladige Note hingearbeitet, was durch eine präzise Mittelröstung erreicht wird. Während andere Konzerne Milliarden in Lifestyle-Marketing investieren, nutzt McCafe seine globale Infrastruktur, um eine Reinheit zu garantieren, die man in diesem Preissegment absolut nicht erwarten würde. Wer McCafe wählt, bekommt oft ein technisch saubereres Produkt als bei der teuren Konkurrenz. Ein klarer Beweis dafür, dass im Jahr 2026 Preis und Qualität längst nicht mehr Hand in Hand gehen. Platz 2 und damit die Goldmedaille unter den weltweiten Supermarktgiganten geht an Chibo. Gegründet 1949 in Hamburg, hat sich das Unternehmen zu einem der verlässlichsten Qualitätsführer im Massenmarkt entwickelt. Die aktuellen Laboranalysen von März 2026 bestätigen diesen Ruf eindrucksvoll. Chibo ist der unangefochtene Laborsieger in der industriellen Produktion. In den Berichten renommierter Institutionen wie der Stiftung Warentest erhielt Chibo, insbesondere für Klassiker wie Feine Milde, Bestnoten im Bereich Schadstofffreiheit. Doch was macht Chibo technisch anders als die Konkurrenz auf den hinteren Plätzen? Der Schlüssel ist das Trommelröstverfahren. Während die Verlierer unseres Rankings auf aggressive Schockröstung setzen, werden die Bohnen bei Chibo bei deutlich niedrigeren Temperaturen über einen längeren Zeitraum in einer rotierenden Trommel bewegt. Das Ergebnis dieser Röstdisziplin ist chemisch messbar. Die Acrylamidwerte liegen bei Chibo oft bis zu 35% unter denen anderer Weltmarken. Durch die schonende Hitzebehandlung bekommt die Bohne Zeit, ihre Aromen zu entwickeln, ohne dass die Oberfläche verbrennt und krebserregende Stoffe freigesetzt werden. Zudem glänzt Chibo in der Pestizidprüfung. Diese Marke gehört im Branchenvergleich zu den Marken mit den strengsten Kontrollen und erzielt in vielen Kategorien Spitzenwerte bei der Reinheit. Das zeigt, dass Chibo seine Lieferanten in den Anbauländern technisch so streng kontrolliert wie kaum ein anderer Massenhersteller. Wer Chibo kauft, entscheidet sich für den höchsten industriellen Reinheitsstandard. Es ist der technische Beweis, dass großflächige Verfügbarkeit und gesundheitliche Präzision vereinbar sind, wenn man nicht der Versuchung der schnellen Schockröstung erliegt. Bevor wir zur Nummer 1 kommen, hier der versprochene Trick für zu Hause. Wie erkennst du, ob dein Kaffee Qualität oder Industrieabfall ist? Alles, was du brauchst, ist ein Glas kaltes Wasser. Streue einen Löffel Kaffeepulver vorsichtig auf die Wasseroberfläche. Nicht umrühren. Gute Qualität. Der Kaffee schwimmt oben. Die natürlichen Kaffeeöle halten ihn an der Oberfläche. Das Wasser bleibt klar. Schlechte Qualität. Das Pulver sinkt sofort ab und färbt das Wasser dunkel. Das ist ein Zeichen für minderwertige Röstung, zu viel Feuchtigkeit oder versteckte Zusatzstoffe wie Malz oder Zucker. Jetzt kommen wir zum Gewinner, der diesen Test immer besteht. Die Nummer 1 auf unserer Liste ist keine globale Marke, sondern eine Bewegung. Lokale Kaffeeröstereien. Die Laboranalysen von 2026 zeigen eindeutig, dass kleine handwerkliche Betriebe technisch in einer völlig anderen Liga spielen als die industriellen Weltkonzerne. Der entscheidende technische Vorteil ist die Erntefrische und das Röstdatum. Während Supermarktkaffee oft Monate in Logistikzentren oxidiert, erreicht handwerklich gerösteter Kaffee den Kunden meist innerhalb von 14 Tagen nach der Röstung. Kütle-spektrometrische Daten belegen, dass der Gehalt an natürlichen Antioxidantien hier am höchsten ist, während chemische Alterungsprozesse faktisch bei Null liegen. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Transparenz.
Durch Direct Trade, den direkten Handel mit den Bauern, können lokale Röster den Einsatz von Pestiziden vor Ort kontrollieren, oft weit über die gesetzlichen Mindeststandards hinaus. In professionellen Tasting-Panels erzielen diese Kaffees Bestnoten, da die schonende Langzeitröstung in der Trommel es ermöglicht, über 800 verschiedene Aromen freizusetzen, anstatt sie durch Hitze zu verbrennen. Wer wirklich reinen, gesunden und aromatisch komplexen Kaffee sucht, findet die Antwort nicht im Supermarktregal, sondern bei der Rösterei um die Ecke. Es ist der Goldstandard für Gesundheit und Geschmack im Jahr 2026. Das war unser Ranking 2026. Name und Preis sagen oft nichts über die Reinheit aus. Vertraut lieber eurem lokalen Röster. Macht den Wassertest, schreibt mir euer Ergebnis in die Kommentare und lasst ein Abo da, wenn ihr wissen wollt, was wirklich in eurem Essen steckt. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.